In diesem Video gucken wir uns das Flashgasventil mal an, beziehungsweise schauen wir mal, wie können wir das richtige Ventil dafür auslegen und auswählen. Und damit starten wir gleich. So, da sind wir wieder. Und los geht es mit der Frage, wie wähle ich ein CO2-Flashgasventil aus? Das geübte Auge weiß natürlich bei so etwas, wo das Ganze sitzt. Allerdings hat nicht jeder immer mit CO2 zu tun und es hat auch definitiv noch nicht jeder in der Schule gehabt. In meiner Ausbildung zum Kälteanlagenbauer kam das noch nicht vor. Da wurde davon mal gesprochen, als das gab es früher mal, so als Geschichtsunterricht. Aber macht nichts. Wer sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen will, kann auch gerne in diese Broschüre mit reinschauen. Gibt es auf unserer Homepage zu finden oder uns einfach mal eine E-Mail schreiben, dann können wir euch diese Broschüre auch zuschicken. Dort wird der komplette CO2-Kreislauf mal beschrieben, auch welche Regler von uns eingesetzt werden, wo auch welche Ventile zum Beispiel sitzen, was hat es mit subkritisch und transkritisch so alles auf sich und was ist eigentlich dieses Flashgasventil und was tut das denn überhaupt? Ja, da können wir gleich mal eine Runde rüberschalten, wieder ins CPQ und wir gucken uns mal an, wie das da alles aussieht. Auch hier wieder einloggen. Ihr kennt das mittlerweile ja schon als Profis. Und wir legen uns auch hier wieder ein neues Projekt an. Das Projekt wird jetzt hier auch wieder Verbundanlage. Ich sage jetzt einfach mal Flashgasventil, Supermarkt. So könnte man das machen, je nachdem, wie ihr eure Projekte beschreibt. Kann natürlich auch Kundenname, Projekt des Kundens und dann, was man da genau macht. Hier kommt wieder für mich einfach EXV, RP, Receiver Pressure Regulation Valve. Und als Kunde kommt wieder unser guter Freund, der Max Mustermann, der Mann mit den meisten Kreditkarten. Und nehmen das Kompressor-Rack. Bemerkung, ihr merkt, ich bin da sehr kreativ. Speichern und weiter geht's in die Auslegung. Die obere Reihe haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Das Hochdruckventil haben wir in dem letzten Video bereits behandelt. Also geht es weiter zum CO2 Flash Valve oder Receiver Pressure Regulation Valve. Dafür steht dieses wunderschöne Kürzel. Ihr merkt, hier wird es jetzt ein bisschen weniger. Die Aufgabe des Receiver Pressure Regulation Valve oder Flashgasventil ist relativ einfach beschrieben, soll den Sammlerdruck entsprechend konstant halten. Das ist grob gesagt seine Aufgabe. Und dann starten wir hier mal. Ich gehe von einer transkritischen Anlage aus mit Tiefkühlung und wir sagen jetzt mal minus 28 Grad ist hier unsere Verdampfungstemperatur. Sammlerdruck, den wollen wir ja möglichst geschmeidig konstant halten. Ich sage jetzt mal, Sammlerdruck soll 35 Bar behalten. Da wollen wir dabei bleiben. Wir haben gesagt, zwischen 40 und 35 Bar, so roundabout wollen wir in dieser Ecke bleiben. Massenstrom, auch da haben wir wieder die Auswahl, Kilogramm die Sekunde und so weiter bis zu Grammsekunde. Ich bleibe bei Kilogramm die Sekunde. Da kenne ich meine Daten wenigstens einigermaßen. Die lassen sich schön leicht merken. Bleiben bei 0, wie gesagt, dran denken. Punkt 01. Würde ich jetzt ein Komma schreiben, gibt es wieder eine Fehlermeldung. Und so sieht das Ganze aus. Dann hätten wir hier unser Ventil schon ausgelegt. Ganz grob. Wir merken, hier gibt es ein bisschen mehr an Ventilen, was wir bekommen. Wir können das Ganze aber auch noch mal ein wenig eingrenzen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Nehmen wir gleich mal die zweite Config dazu. Ich bin da auch sehr kreativ, nehme 2. Bei den Temperaturen bleiben wir wieder. Minus 28. Wir nehmen als Druck, soll sich ja mal irgendwas verändern, 37 einfach. Und
0,03 als Massenstrom. So, und schon haben wir eine sehr schicke Regelung und sehen auch, wo wir uns bewegen. Wir merken, im unteren Bereich wird es ein bisschen eng. Das macht aber gar nichts. Das gucken wir uns jetzt auch mal an, wie das aussieht. Ja, ist aber auch noch reichlich Luft. Ja, 40% ist ja wunderbar. Da kann man noch ordentlich mit arbeiten. Auch hier wieder, ihr werdet merken, es ist ein kleiner Leistungsbereich, also sind wir wirklich bei kleinen Ventilen, die nicht so viel Kraft brauchen. Da können wir momentan noch unipolare Ventile verwenden. Die meisten sind allerdings bipolar. Auch die Frage, hermetisch, hier haben wir tatsächlich nur hermetische Ventile für diesen Bereich. Und auch da natürlich die Frage, Schauglas, nee, gibt es nicht. Braucht man auch nicht bei dieser Form des Ventils, da macht es keinen Sinn. Und jetzt wählen wir uns mal so ein, zwei Ventilchen aus, die wir da zupacken wollen. Speichern das Ganze wieder. Drucken uns die PDF aus für unsere Projektakte. Und hier haben wir wieder alles drin und können unser Angebot vom Großhandel oder unseren Händler unseres Vertrauens entsprechend einfordern. Ja, so einfach geht das an dieser Stelle. So schnell hat man sein Ventil ausgelegt. Ihr merkt, ihr seid auch mittlerweile schon richtige Profis, was das angeht. Und da bleibt uns auch jetzt wieder nur die Frage, was kommt denn als nächstes im nächsten Video? Im nächsten Video widmen wir uns den CO2-Expansionsventilen. Und da werden wir zwei Betrachtungsweisen haben. Wir haben einmal die subkritischen Ventile und die transkritische Ventilanwendung. Und wir werden mal schauen, geht vielleicht auch beides? Auch das ist eine berechtigte Frage, da werden wir mal drauf schauen. Und wie sieht die Auslegung denn da aus? Und warum hat man das eigentlich getrennt voneinander gemacht? Bleibt neugierig und wir sehen uns im nächsten Video.